Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Und wir sind fast fertig mit der Kaserne. Wir haben in der letzten Folge diesen Turm hier gebaut. Und in dieser Folge bauen wir den Weg hier durch den Berg. Okay. Damit haben wir hier einen nicen Tunnel. Hier auch so ein paar Türen. Da ist natürlich nichts, aber um so den Eindruck zu erwecken, dass man da im Prinzip so in den Berg reingehen kann. Und dass dann halt doch im Berg irgendwas drin ist. Gut, dann müssen wir uns noch um diesen Hof hier kümmern. Fangen wir erstmal mit so einer Art Schießstand an, würde ich sagen. So, hier so eine Wand, damit die Pfeile nicht irgendwo hinfliegen. Ja. Das Ding ist, die Mauern haben definitiv die richtige Höhe von hier außen. Wenn ich die höher mache, sieht das zu hoch aus. Aber das Ding ist, von hier innen passt es nicht wirklich. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, vielleicht den Hof noch ein Stück niedriger zu machen. Oder zumindest das hier vielleicht einfach komplett einen runterzusetzen. Das wäre eine Option. Hier in die Ecke würde ich noch gerne vielleicht so einen kleinen Pferdestall machen. Ja, kann man machen. So, da kann ich den Boden dann auch aus Stroh machen, würde ich sagen. Aber mit der Seite nach oben. So eine kleine Wassertränke, wo das Pferd dann trinken kann. So, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt erschaffen wir nämlich einen Armor Stand. So, Show Arms. Und ich will auf jeden Fall auch No Base Plate. So, okay. Und dann geben wir dem ein Schwert. Und wir sorgen dafür, dass er nicht von der Schwerkraft beeinflusst wird. Okay. So. Da muss ich jetzt gucken, welche Richtung ist das? Okay. So, jetzt haben wir den nämlich da. Okay, so, jetzt habe ich das. Jetzt muss ich das nur richtig hinkriegen. Der rotiert das. Ja, das geht in die richtige Richtung. Alles klar. Mache ich mal auf 100. Ja, das kommt eigentlich schon ganz gut hin. Jetzt muss ich... Nein, das ist die falsche Richtung. Ja, das ist gut, das ist gut. Dann teleportiere ich den nochmal nach da. Ja, wir kommen der Sache näher. Das ist eigentlich schon echt gut, fast so. Vielleicht noch ein kleines Stück rüber. 0,2. Ja. Kleines Stück noch nach vorne. Perfekt. Und jetzt noch ein kleines Stück nach unten. Das ist perfekt. Genauso wollte ich es haben. Gut. Und jetzt machen wir den unsichtbar. Und wir machen ihn vulnerable. So. Damit haben wir dann hier einfach ein Schwert. Das man sich dann theoretisch hier natürlich nehmen könnte. Und dann könnte man hier irgendwie so Kämpfe üben oder so. Sehr nice. So, haben wir hier noch einen zweiten. Alles klar. So, den drehen wir jetzt auch mal um 180 Grad. Und ich hoffe, die erste ist die richtige. Perfekt. Noch ein kleines Stück.
Das ist gut. Okay. Alles klar. Und jetzt machen wir auch den wieder unsichtbar und invulnerable. Bam. Sehr nice. Das sieht gut aus. Sehr, sehr cool. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt mit Bögen am besten? Das Problem ist, Bögen sehen da natürlich, das macht eigentlich keinen wirklichen Sinn, ne? Wenn ich da so einfach Bögen da so reinpacke. Jetzt muss ich den noch ein bisschen drehen. Nein, das war der falsche. Ja, das war der richtige, aber in die falsche Richtung. So, so ist gerade. Alles klar. Perfekt. So, und jetzt muss ich den nur noch teleportieren. Ja. Sehr gut. Der muss vielleicht nur... Der ist halt nicht ganz dran. Der muss vielleicht noch ein klitzekleines Stück... So, perfekt. Alles klar. Mega geil. Das ist richtig nice. Dann würde ich sagen, packe ich da ein paar Pfeile hin und dann so mit dem Befehl, genau, damit kann ich den Pfeil jetzt nicht mehr aufheben. So, die Frage ist, kann es gehen? Also das Minecraft-Wiki sagt, bei einem Live von 1200 despawnt der. Was passiert, wenn ich es höher mache? Dann despawnt er sofort. Okay. Okay, also mein Plan war jetzt, da mehrere Pfeile zu erzeugen, die hier in der Wand stecken, die dann halt da bleiben. Das Problem ist, soweit ich das sehe, ist es nicht möglich, dass die Pfeile für immer da stecken bleiben. Weil es gibt keine Möglichkeit, den Countdown-Timer zu stoppen. Und wenn ich den höher setze als 1200, die spawnen die einfach sofort. Das ist blöd. Das heißt, es ist theoretisch nicht möglich. Die einzige Möglichkeit, die ich hätte, wäre hier irgendwie das Ganze dann mit einem Command-Block zu machen, der dann das Leben von denen immer wieder zurücksetzt, was halt auch irgendwie ein bisschen blöd ist, weil das würde wahrscheinlich für ziemlich unnötige Performance sorgen, wenn das halt immer wieder zurückgesetzt wird. Was ich aber vielleicht machen könnte, ich gebe mir mal eben einen Command-Block. So, und dann packe ich den dahin zum Beispiel. Und dann brauche ich noch einen Repeater und einen Komparator. So. Schwupp, schwupp. Und dann mache ich hier eine einfache Hopper-Clock. Okay. Und da mache ich dann jetzt... Ich glaube, das muss man so machen, ne? Sonst checkt er nur für Pfeile auf genau 10. Ich stelle das jetzt erstmal auf 2000. Das heißt, dann lege ich hier einen Stein rein. Ich sollte jetzt hier immer wieder zwischendurch diesen Command-Block aktivieren. Genau, so. Und dann wird das hier immer zwischendurch aktiviert. So, dann brauche ich nochmal einen Bogen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Pfeil hinschieße, sollte der, sobald der Command-Block aktiviert wird, verschwinden. Perfekt, das funktioniert. Alles klar. Und dann mache ich das hier einfach auf irgendwie, keine Ahnung, minus 100.000. So. Und dann werden alle Pfeile, die hier in einem 10 Blöcke Radius von diesem Command-Block sind, für immer da bleiben. Kleine Spielereien, die man so für Deko macht, ne? So. Gut, jetzt kann ich hier einfach ein paar Pfeile da reinschießen. Das sollte eigentlich nicht passieren, dass die spawnen. Warum die spawnen die?
Okay, das scheint zu funktionieren. Es kommt mir so vor, als würde er nicht verschwinden. Das hier ist, glaube ich, eine sehr gute Lösung. Weil ich glaube, das ist ressourcensparender, wenn hier die Hopper-Clock läuft, als wenn jeden Tick dieser Command-Block ausgeführt wird. So wird er halt nur alle paar Sekunden ausgeführt. Okay. So. Das heißt, jetzt können wir diese Pfeile nicht mehr aufheben und die werden für immer da stecken bleiben. Das ist das, was ich wollte. Sehr gut. Gut. Damit haben wir die Verzierung im Hof fertig. Und damit ist auch die Kaserne fertig. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft wieder. Bis dann.